Hallo, willkommen beim 1000 Becker Report. Heute mit dem Thema Gold seitwärts, Goldaktien bereit für den nächsten Anstieg. Disclaimer. Gold seitwärts, Goldaktien bereit für den nächsten Aufschwung. Gold 1779 $ aktuell, fiel unter die Marke von 1800 $. Die Erholung dürfte nicht lange auf sich warten lassen. Ein weiterer Rückgang in Richtung 1765 $, ein stärkerer Aufschwung dürfte folgen, der die Goldaktien endlich stärker nach oben treiben sollte. Bis dahin pendelten Goldaktien weiter im unterbewerteten Penny-Bereich und bieten daher immer noch sehr gute Kaufgelegenheiten. Ja, ganz klar. Einige Goldaktien können sich halten, stabilisieren. Einige bieten einfach eine gute Kaufchance dar, besonders diese Silberaktien mit den hohen Ressourcen, die sie haben, kriegt man jetzt um einige Cent, vielleicht 5 bis 10% günstiger. Und das ist sicherlich eine gute Situation. Ich denke mal, es geht vielleicht jetzt nur 1, 2 Wochen seitwärts und dann wird auch nachhaltig 1800 $ wieder überschritten und bis zum Jahresende da sollte es dann auch wieder Richtung 2000 $ gehen. Ja, hier ein Zink-Blei-Silber-Kupfer-Projektgenerator, Operationsgebiet Australien, moderates bis hohes Risiko. Die haben mehrere großflächige Zinkblei-Silber-Sulfid-Lagerstätten, die sich für den Tagebau und den Untertagebau arbeiten. Es handelt sich um großflächige Kupfer-Silber-Lagerstätten. Das vorzeigt Objekt Era Hedi befindet sich 10 Kilometer nördlich von Meluna in Westaustralien im Era-Hedi-Becken. Die Exploration hat ein 13 mal 2 großes und in allen Richtungen offenes Zink-, Blei-, Silber-, Kupfergebiet aufgedeckt. Ähm, Das war übrigens auch der Gründe für diesen starken Ausbruch damals im Jahr 2021, der eigentlich zum großen Teil wieder weg ist, aber der Boden ist gefunden, wie Sie am Chart sehen, und das Unternehmen es geht weiter hoch, also da ist sehr viel Potenzial drin. Ähm, ja, also Sie haben ein Zinkblei-Explorationsziel auf dem Projekt Erahadi und es liegt zwischen 100 und 120 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3,5% Zinkblei und 4,5% Zinkblei. Ähm, Dann haben Sie noch das Western Queen Projekt, Mount Magnate in Westaustralien, hochgradige Goldlagerstätten im Untergrund. Das Western Queen Goldprojekt liegt 110 Kilometer nordwestlich von Mount Magnate im Yallogo-Mineralfeld in Westaustralien. Das Projekt verfügt über 3 nahegelegene, in Betrieb befindliche Goldverarbeitungsmühlen. Die nächstgelegene Mühle ist Dalgaranga-Mühle, 48 Kilometer mit einer Kapazität von 2,5 Millionen Tonnen per anno. Die historische Produktion ist 880.000 Tonnen mit 7,6 Gramm für 215.000 Unzen. Im Western Queen Zentralgebiet waren es 100, also auch 8,9%, also hochgradiges Gold mit 189.500 historische Produktion. Am Western Queens House Mine produzierte 25.000 und 3,6 Gramm pro Tonne. Aktuell belaufen sich die Ressourcen mit 2,42 Gramm pro Tonne für insgesamt 163.268 Unzen. Denke aber, das ist eben noch dementsprechend massiv ausbaubar, gerade wenn man hinsicht auch auf die historische Produktion guckt. Dann haben Sie das Fraser Range Gebiet in Albany, Fraser Range Region in Western Australien, Goldlagerstätten, massive Nickel-Kupfer-Lagerstätten, 1126 Quadratkilometer in einem äußerst aussichtsreichen Gebiet. Dann haben Sie noch das Lamil-Projekt, Patterson Province, Western Australien. Da handelt es sich um eine Goldlagerstätte von Typ Telfer, Basismetalllagerstätten, befindet sich zwischen den großen Bergbaugebieten der Nifty Kupfermine und den großen Telfer AU Kupfermine in der Patterson Provinz East Pilbara, Westaustralien, und ist zu 100% im Besitz.
Die Paterson-Provinz ist ein weltweit anerkanntes Mineralisierungsgürtel, in dem sich die Weltklassen Gold- und Kupferlagerstätten Telford 32 Millionen Unzen Gold, 1 Million Tonnen Kupferressource und Nifty mit 2 Millionen Kupferressourcen befinden. Also dieses, dieses Pilbara-Gebiet, das hat halt sehr viel Potenzial. Das war vor einiger Zeit auch sehr im Munde. Das hat auch zu diesen hohen Bewertungen mitgeführt. Ähm, Gut möglich, dass sich dieser Boom dann wiederholt und dass weitere Entdeckungen gemacht werden, weiteres Explorationspotenzial angegeben kann. Alles das ist nicht richtig eingepreist in die Mine und sollte Auftrieb hier geben. Ja, dann haben wir noch das Munara Gully-Projekt in Western Australia. Das ist ein großes Gold-Kupfer-Deposit. Dann haben wir noch das Bresite-Projekt Ispelbara in Western Australien. Zink, Lead, Kupfer, Silber, Gold ist ungefähr 129 Kilometer von Maple Bar, auch in der East Pilbara Region. Und da ist das Highlight, dass sie zum einen ein sehr großes Gebiet haben mit 673 Quadratkilometer und dann haben sie eine riesige Bleientdeckung gemacht mit 18,63% Blei, 1,72% Zink und 11,73 Gramm pro Tonne Gold. Also eher Fokus Blei, Zink. Dann haben sie noch das Vavro-Projekt in Ostpilbara in Westaustralien, großflächige Lagerstätten, befindet sich östlich des Presides-Projekts und liegt etwa 160 Kilometer von Maple Bar in der Region Ispilbara in Australien. Gesamtfläche auch riesige 1082 Quadratkilometer, Kupfergehalte 3,43, Zinkgehalte 26, 23 und 19,1 Projekt. Sowas mag eben der Markt sehr gerne und bewertet es dann auch gern über. Dadurch haben die einfach sind sie gut diversifiziert, hängen nicht nur an einem speziellen Metall und es ist einfach hochgradig und dadurch kommt auch mehr Kapital rein, dass sie dann für die Exploration dieser anderen riesigen Gebiete nutzen können. Ja, ähm, zu unserer Philosophie nochmal. Wir finden ja diesen Goldaktienbullenmarkt in den 1970er Jahren so interessant. Dort gibt es Aufzeichnungen, dass einige Aktien vom 15er, 20 Cent auf 10, 20, 30, fast $40 gestiegen sind im Rahmen dieses Goldbullenmarktes. Und das hätte bedeutet, dass man aus $1.000 teilweise 100.000 machen konnte, 200, eine Viertelmillion, unglaublich. Ob sich das jetzt wiederholt, werden wir sehen. Goldaktien sind jedenfalls auf dem All-Time-Tief nach wie vor. Und wenn es jetzt zum Goldboom kommen könnte, könnte sowas in der Art natürlich kommen, weil sie total unterbewertet sind, total zerstört. Und wenn jetzt Gold über 2000 steigt, dann heizt dieser Markt auf und allein diese erste Phase könnte einige Penny Stocks um das 5- bis 10-fache hochbringen, höher bringen. Und wenn dann noch eine Mania-Phase hinterherkommen sollte, also Gold bis 2,5 oder so laufen lassen sollte, könnte es dann nochmal solche Preisexplosionen geben. Also riesiges Potenzial, durchaus ähnlich den alten Bullenmarkt. Wir werden sehen, wie weit es geht, was kann man machen. Goldaktien mit großen Superlativen kaufen, großen Ressourcen, guten Explorationsteams, guten Gebieten, großen Gebieten, hochgradiges Gold, überall sowas könnten die Investoren zu einem späteren Zeitpunkt gut finden und dementsprechend hochtreiben. Sie müssen eben sehen, es ist so viel Geld in den Institutionen drin, in den Pensionsfonds. Teilweise dürfen sie auch nicht den Sektor investieren, aber das wird sich ändern, je mehr dieses Potenzial erkannt wird. Und irgendwann erkennen die eben, oh, ein Anstieg auf Gold 2300, 2500 ist gar nicht viel, das sind 30-40%, das ist gar nicht mal so attraktiv. Und dann werden Sie sehen, dass einige Goldaktien in demselben Zusammenhang eben die Möglichkeit haben, das 10, 20, 30, vielleicht 50, vielleicht 100-fach in wenigen Fällen haben. Und das wird die Leute begeistern, das wird das Kapital dann in diesen Markt ähm, äh,
äh, reinfluten, wo wir schon positioniert sind und diese Flut, auf dieser Flut dann mittreiben. Und wenn es dann ganz hoch wird, wenn dann alle um jeden Preis rein wollen, das dann eben abstoßen. Deswegen müssen wir einfach, diese Bullenmärkte laufen nach einem immer gleichen Schema. Man muss Pessimismus wie aktuell kaufen und Optimismus verkaufen. Optimismus generell an der Börse ist was sehr Gefährliches und absoluter Pessimismus sind meist immer gute Einstiegspunkte, so wie jetzt. Wird sich eigentlich niemals ändern. Ja, dann hatten wir noch eine Zuschauerfrage. Also was bewegt die großen finanzstarken Investoren in einer Goldhause ausgerechnet in kleinere und Explorer anstatt in Platzhirsche wie Barrick und Newman zu investieren? Ja, also die ganz großen Investoren, die Milliardenvermögen unterbringen müssen, für die ist sicherlich Barrick und solche Unternehmen erste Wahl. Zum einen sind riesige Summen, die sie bringen müssen und sie können relativ sicher sein, dass es einfach steigende Notierung bringt. Dann haben sie ihren Job getan. Was eher die kleinen Minen und Explorer betrifft, das ist eher das, ich denke mal, dass wir eine Übernahmewelle eigentlich vor uns besteht, dass viele eben auch kapitalkräftige Unternehmen wie Barrick und andere sehr viel Geld aufgrund dieser Zuflüsse zur Verfügung haben. Das muss irgendwie untergebracht werden. Gleichzeitig haben wir die Tendenz, dass der Nachschub für die Produktion aufläuft. Das heißt, sie sind eigentlich gezwungen, Explorer und Explorationsgebiete aufzukaufen oder sich zu beteiligen, um neue abbaubare Ressourcen zu bekommen, damit ihre Produktion ausgelastet ist. Also das Geld kommt eben von diesem Bereich. Das heißt, insofern fließt das große Geld, das in die Großen fließen, dann auch sozusagen in die Kleinen. Das ist sicherlich ein Phänomen und ja, und der Rest sind einfach, das macht einfach, der Markt macht einfach Schlagzeilen. Wenn hier irgendwelche Investments um das zwei, drei, fünffache hochgehen, dann wollen einfach die alle haben. Also das spricht sich schon rum und dann dürften auch alle möglichen großen Investoren diesen Markt fluten. Sagen wir mal so. Ähm, Vermutlich kaufen sie jetzt noch nicht. Es kaufen die Insider, es kaufen das Management dieser anderen Goldaktien durch Mergers und Acquisition und solche Sachen. Es kauft eben das Smart Money und möglicherweise sind die Penny Stocks dann, wenn die ganz Großen da reingehen, auch gar keine kleine Aktie mehr. Also was jetzt vielleicht 5, 10 oder 20 Cent, wie Sie es aus dem Beispiel aus den 1970er Jahren gesehen haben, sind vielleicht in einigen Monaten schon keine billigen Aktien. Jetzt kostet es vielleicht noch, solche Aktien hat eine Marktkapitalisierung von 10 bis 20 Millionen und im halben Jahr sind das schon 100, 200, 300 Millionen. Das sind dann schon relativ große Summen. Dann kommt das große Geld rein und treibt die in den hoffentlich mehrfachen Milliardenbereich. Insofern kommen die dann noch, nehme ich mal an. Also es ist auch ganz klar, dass als erstes natürlich das absolute Smart Money ist. Also, was ist das Smart Money? Smart Money beobachtet das ganz genau, hat auch teilweise Kontakte eben zu Insider, ist gut vernetzt und geht absolut zum Tiefstpunkt im Grunde genommen rein. Und dann dauert das eine Zeit, bis es dann allgemein feststeht, dass man diesen Sektor Geld gemacht hat, etc. Das bringt dieses Big Money, diese großen Fonds dann auch rein. Die treiben das dann, bringt dann die zweite Phase des Bullenmarktes mit sich. Und die dritte Phase ist dann einfach, wenn das dann die Schlagzeilen macht, wenn der eine Nachbar irgendwo hört, dass irgendeine Goldaktie um das 10, 20, 30, 50-fache gestiegen ist, dann will er auch unbedingt investieren. Aber dann ist es im Allgemeinen zu spät. Das nennt man das sogenannte Dump Money, das nach dem Big Money kommt. Und wir müssen halt sehen, dass wir unsere Aktien diesen Big Money, idealerweise Dump Money, wenn die Milchmädchenhause, nennt man das ja auch, oder Schuhputzerhause, also wenn wirklich jeder darüber spricht, dass man das abstößt und diesen Markt, was Goldaktien, Silberaktien betrifft, verlässt. Ja, so viel dazu. Tausenbecker-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, den Potenzialfaktor zu berechnen. Das heißt, um wie viel kann die Goldaktie steigen, wenn Gold auf 2500 oder Silber über 50 steigt.
Wir sortieren die nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko. Eine Exit-Strategie ist auch dabei. In was kann man investieren, wenn dieser Bullenmarkt vorbei ist? Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Ja, es ist einfach ein Unternehmen, das zu jeder Zeit an Gold und Silber ist. Einfach per Konto überweisen und schon ist es in der Schweiz in zollfreier gut geschrieben. Sie können es genauso gut verkaufen. Ich erwähne das nur deshalb. Diese Unternehmen sind jederzeit an Gold und Silber gekommen, wenn man anderswo eine Stunde und länger Schlange stehen muss. Ja, immer Preisvergleich generell natürlich, bevor man Gold und Silber verkauft, auf gold.de. Nützliche Informationen, mit welchem Broker kann man arbeiten, in welchem Schweiz steht da. Charts auch über Uran, Informationen über Goldaktien, andere Chartisten, Interviews von Experten wie Uwe Bergold beispielsweise. Und hier die Verlinkung COCA, das ist ein internationales Diskussionsplattform für Minenaktien. Und generell, wenn Sie Fragen oder Zustellungsprobleme zum Report haben, mich einfach kontaktieren. Ich melde mich dann im Anschluss. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, falls Sie das noch nicht haben, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video soweit gefallen hat. Und nochmals besten Dank und bis zum nächsten Mal.